Verehrte Festversammlung, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, meine Damen und Herren, das 20. Jahrhundert ist an der Spitze aller Fortschrittshoffnungen angekommen, zu Leistungen befähigt, die früher in das Reich der Utopie gehörten. Wir haben den Weltraum erobert, den Mars mit der Sonde besichtigt und den Mond betreten. Immer höher, immer schneller, immer größer, das ist die Trinität des Fortschritts. Aber den Blick zurück vom Mond auf diese Erde zeigt noch ein anderes Gesicht. 200 Millionen Menschen in diesem Jahrhundert vernichtet, gefoltert, ermordet, gequält. 200 Millionen. Auch das ist ein neuer Rekord an Vernichtung von Menschen. Zurück auf diese Erde, stolz auf ihre Fortschritte, erkennen wir eine Welt in Hunger und Not. Millionen von Kindern verrecken, weil sie nichts zu essen, weil sie kein Dach über dem Kopf haben. In 150 Ländern dieser Erde wird gefoltert. Wir sind empfindlich geworden, aufgewacht gegen die Qualen von Menschen. Wir schreien auf, wenn Menschen gefoltert werden, Recht. Wir schreien auf, wenn Blut fließt, Recht. Menschenrechte müssen überall verteidigt werden, ohne Rücksicht auf Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Intelligenz, Reichtum. Es mag viele Begründungen geben. Meine Begründung ist, alle Menschen sind Kinder Gottes und deshalb prinzipiell gleich. Aber diese Würde des Menschen, sie ist nicht erst gefährdet, wenn seine körperliche Integrität verletzt wird. Sie ist nicht erst gefährdet, wenn Blut fließt. Es gibt neue, sublime Formen der Vernichtung des Menschen, ohne dass Blut fließt. Es gibt neue Formen des Imperialismus. Wir begreifen Imperialismus als Unterwerfung von Völkern, Eroberung von Räumen, als Kolonisation ist sie in die Geschichte eingegangen. Der neue Imperialismus erobert keine Räume mehr, er erobert den Menschen, seine Seele. Er vertreibt Menschen nicht aus ihren Häusern, sondern aus ihren Köpfen und aus ihrer Seele. Und zu dieser Eroberungsorganisation, zu diesem neuen Imperialismus, zu diesen neuen Kolonisatoren gehören die Scientologen. Es ist ein Geschäft. Man muss nur ihren Gründer ernst nehmen. Mach Geld, mach mehr Geld, mach, dass andere Leute mehr Geld machen. Das ist das kurz gefasste Credo der Scientologen. Und mit großer Raffinesse haben sie dieses Geschäft in Betrieb gesetzt. Die große Sehnsucht des Menschen, mehr zu sein, sich selbst zu übertreffen. Die große Sehnsucht des Menschen nach Gott, sie nutzen sie schamlos aus. Trick des Teufels, sich der Maske des lieben Gottes zu bedienen. Für Gemüter mit weniger hohen religiösen Bedürfnissen habe ich auch ein anderes Beispiel aus Grimms Märchen. Der Wolf, der Kreide frisst und seine schwarze Pfote in Mehl taucht. Das ist die volkstümliche Variante dieses. Freilich, mehr sein zu wollen, ich sagte es, alter Traum. Nietzsche hat das Programm des Übermenschen verkündet. Ein Bruch mit 2000 Jahren abendländischer Kultur. In der abendländischen Kultur, im christlichen Ethos, sollten die Schwachen
vor den Starken geschützt werden. Nietzsche verkündet das Programm, die Starken vor den Schwachen zu schützen. Hitler hat daraus das Programm der Herrenrasse gemacht. Nietzsche selber ist darüber verrückt geworden. Und die Scientologen versuchen auf ihre Weise, diese alte Sehnsucht auszunutzen. Meine Damen und Herren, die Tricks sind bekannt. Es beginnt mit der einfachen Verschuldung, geht über alle Methoden, die unter dem Stichwort Gehirnwäsche bekannt sind, vernichten Menschen. Selbst die Sprache verdrehen sie. Ethik, das hehre Wort für die Lehre vom Guten. In der Scientologen-Terminologie ist das das Instrument der Kontrolle, Überwachung und Gegnervernichtung. Rehabilitation, bekannt als die Wiederherstellung der Integrität des Menschen. Rehabilitation ist der Begriff für Straflache. Sie haben die Utopie Orwells 1984, eine schreckliche Utopie, in die Realität übersetzt. Bei Orwell heißt das Propagandaministerium Wahrheitsministerium. Sie besetzen die Köpfe. Die Eroberung heißt Köpfe. Es fließt kein Blut. Die neuen Unterdrücker kommen nicht mit Reitpeitsche und Stiefel daher. Die brauchen keine Panzer, keine Raketen. Sie benutzen die Psychotricks, vernichten Menschen unblutig. Und wer in ihren Klauen ist, hat fast keine Chance zu entkommen. Ich nehme den Preis auch an, im Gedenken an Lisa McPherson. Ihren Tod kann ich nicht rückgängig machen, aber was ich machen kann, alles dazu beizutragen, dass niemand mehr das Schicksal von Lisa McPherson auf dieser Welt erleiden muss. Das ist der neue Krieg, den wir führen müssen, ohne Waffen, aber mit der Macht der Argumente. Vertrauen auf Vernunft, dass Vernunft hier nicht ausgestorben ist auf der Welt. Ich bin ein aufklärerischer Optimist, ja, machen wir mal nicht so kurz, ein aufklärerischer Optimist. Ich setze darauf. Ich setze darauf, dass das Verlangen nach Freiheit, mit dem Kopf zu denken, was ich will, mit dem Mund zu sagen, was mein Kopf gedacht, dass das den Menschen angeboren ist und dass deshalb unsere stärkste Waffe, keine Gewalt, kein Verbot, die stärkste Waffe heißt Aufklärung, die Maske den Scientologen vom Gesicht ziehen. Das ist unsere Aufgabe, sie als eine Krake, menschenverachtendes Kartell zu bezeichnen. Hier ist nicht die Sprache der Diplomatie, die Sprache der Verständigung. Hier ist Aufklärung, ohne Gewalt, ohne Unterdrückung, ohne Verbot. Den Kopf für eigene Gedanken. Dafür Freiheit, für die eigenen Gedanken, nicht für die Gelieferten, nicht für die Indoktrinierten. Und ich vertraue darauf, dass das der Hunger der Menschen ist. Und mein Vertrauen gründet sich gerade auf Städten wie Leipzig. Nicht ist der Kommunismus mit den Scientologen zu vergleichen. Vergleichbar ist aber, dass auch der Sozialismus nicht zusammengebrochen ist unter dem Schuss von Raketen, sondern zusammengebrochen ist, weil er die Frage, die Sehnsucht nach Freiheit der Menschen nicht befrieden konnte. Dafür bedarf es allerdings tapfere Menschen, tapfere wie in Leipzig. Die Freiheit ist auch in Leipzig nicht vom Himmel gefallen. Die Vernunft ohne Tapferkeit ist eine akademische Sache. Die Vernunft muss tapfer sein, wenn die Freiheit siegen soll. Und dafür steht das Wort Leipzig und die Tapferkeit der Bürger in der DDR. Und Mr. Winton, Europa und die Vereinigten Staaten, atlantische Partnerschaft. Das Beste,
was sie für eine globale Welt beitragen können, ist die Idee der Menschenwürde. Sie ist eine europäische Erfindung. Sie hat ihren ersten kraftvollen geschichtlichen Niederschlag in den Vereinigten Staaten gefunden, von Bürgern, die der europäischen Unterdrückung entflohen, ihre Heimat der Freiheit wegen verließen. Diese Erinnerung darf nicht Vergangenheit sein. Für die Freiheit unter neuen Bedrohungen, unter neuen, raffinierten Bedrohungen. Dafür eine atlantische Partnerschaft im globalisierten Zeitalter, in dem wir eine gemeinsame Menschheit sind. Das wäre der beste Beitrag der Partnerschaft, der atlantischen Partnerschaft. Ich schließe mit dem Dank, meinem Respekt, Mr. Minton, meinen Dank an alle, die mitkämpfen für die Würde jedes Menschen, der auf dieser Erde lebt. Ein Gedanken, für die viele Menschen auf der Erde ihr Leben eingesetzt haben. Auch weiterhin werden tapfere Streiter in dieser großen Auseinandersetzung gesucht. Es ist unter modernen technischen und psychischen Mitteln zum ersten Mal möglich, eine Gesellschaft glücklicher Idioten herzustellen. Es ist möglich, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, mit allen Psychotricks. Und deshalb gilt es, einen neuen Aufstand gegen die Imperialisten zu organisieren, gegen Scientologen. Ich schließe mit dem Text eines Liedes, das 150 Jahre alt ist. Und ich hoffe, dass die Menschen in 150 Jahren auch noch singen können. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Ich denke, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen, es bleibe